Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hatte ja vor nicht allzu langer Zeit einen Short gemacht. Da ging es um die Öltemperatur. Also wie schnell wird euer Motorrad, wenn ihr losfahrt, ab Kaltstart bei einer adäquaten Drehzahl unterhalb von 3000 Umdrehungen, die Warmlaufphase, wie schnell wird das Motorrad warm, beziehungsweise wie schnell wird der Motor warm, wie schnell zeigt euch die Anzeige oben im Display diese 5 Balken an, die es normalerweise dann so bei 85, 90 Grad Öltemperatur hat. Ja, da wollen wir uns heute mal drum kümmern. Ich baue das auseinander und dann sprechen wir mal darüber. Nach dem Intro geht's los. So, was haben wir dann hier, wenn wir den Tank runter haben? Haben wir hier einmal den Temperatursensor, also Öltemperatursensor. Das ist dieses Teil mit dem Kabel hier. Und hier haben wir die Steigleitung zum Ölkühler. Die Steigleitung geht zum Kühler und vom Kühler geht sie wieder zum Motor auf der anderen Seite drüben und geht dann direkt wieder in die Ölwanne. Bevor wir jetzt die Einzelteile da drin mal rausholen, wollte ich kurz mal erklären, was ist denn eigentlich dieses Dehnstoffelement oder dieser Ölthermostat oder was macht der? Zuvor, es gab 1100er Modelle, die hatten so eine Regelung gar nicht. Da gab es dann auch thermische Probleme, dass der Motor einfach zu warm wurde. Dann hat man bei den 11ern das nachgerüstet im Prinzip. Das ist das gleiche Prinzip, nur wurde dann eben halt das Öl über Ölleitungen oder über Leitungen zu dem Thermostatgehäuse gebracht und wieder zurück in den Motor. Im Prinzip ist dasselbe. Und hat dann später bei den 1150ern und auch noch bei anderen Modellen den Ölthermostat in den Motor gebaut. So. Und das ist der jetzige Stand an der 1150er, also der Ölthermostat im Motorgehäuse. Der macht im Prinzip nichts anderes, wenn der über den Ölstrom, über den Kühlölstrom warmes Öl abbekommt sozusagen, dann erwärmt sich dieses Dehnstoffelement hier, das sehen wir dann aber gleich, das erwärmt sich und aus diesem Dehnstoffelement kommt dann ein kleiner Pin, so ein Stift, der gegen eine Platte drückt und öffnet somit einen weiteren Kanal. Und dieser Kanal, der geht nach oben, was wir eben gesehen haben, in diese Steigleitung, in den Vorlauf zum Ölkühler. Und wenn er das macht, bei einer gewissen Temperatur, also das steht hier, glaube ich, sogar drauf, ich weiß nicht, ob man das noch lesen kann, 95 Grad. Bei 95 Grad ist der eben komplett offen. Der beginnt schon früher langsam aufzugehen. Gegen den Druck letztendlich dieser Feder. Also das ist ein bisschen kompliziert, wenn man das also so zusammen sieht. Dann drückt ja die Feder von unten drauf. Das Dehnstoffelement geht auseinander, beziehungsweise der Pin. Und dann wird das eben um ein gewisses Maß geöffnet. Und der Öldruck, der im Ölkühlkreislauf ist, der kann dann nach oben hin in den Vorlauf zum Ölkühler gehen. Und damit wird er durch den Fahrtwind eben reguliert. Das passiert aber normalerweise erst, wenn wir eine Temperatur haben von 95 Grad. Das heißt, dieses Dehnstoffelement muss 95 Grad haben und dann ist der Durchlass so weit offen, dass genügend Öl über den Kühler hinausgeht und somit auf der anderen Seite wieder in die Ölwanne zurück und somit das Ganze etwas runterkühlt und die Öltemperatur im Motor letztendlich in Anführungsstrichen immer gleich bleibt. So, und da würde man normalerweise sagen, dieses Teil hier bekommt diese Öltemperatur ab, der Motor wird gestartet, der läuft, das Motoröl hat 95 Grad, kommt hier immer vorbei und somit geht er auf und lässt das Öl durch. Und somit haben wir dann immer diese richtige Öltemperatur. Jetzt gibt es aber Fahrzeuge, bei denen ist das so, dass die relativ lang brauchen, bis die warm werden. Also von einer gewissen Kilometerstrecke oder von einer gewissen Zeit abgesehen. Natürlich entsprechend an der Außentemperatur. Und andere Fahrzeuge wiederum, die sind nach, sagen wir mal, 3, 4, 5 Kilometer sind die schon auf Betriebstemperatur. Und das wollte ich im Endeffekt rausfinden. Warum ist das so? Warum ist das so? Was läuft schief hierbei, dass eben diese Unterschiede zustande kommen? Hier bei meinem Fahrzeug ist das so, dass ich etwa 12 Kilometer gebraucht habe, Bergabfahrt
Drehzahl unter 3000 Umdrehungen bei einer Außentemperatur von ungefähr 20 Grad Celsius habe ich etwa 12 Kilometer. Fahrzeit sind das irgendwie, keine Ahnung, 8 oder 10 Minuten oder so. Hat es etwa so lange gedauert, bis ich meine 5 Balken im Fahrerinformationsdisplay gehabt habe. Das heißt, meine 85, 90, 95 Grad Öltemperatur erreicht habe. Das ist natürlich wichtig, das zu wissen, ab welchem Zeitpunkt wir dann auch mal mehr Gas geben können, beziehungsweise die Drehzahl letztendlich anheben können. So. Und da ich von vielen anderen mitbekommen habe, dass das da viel, viel schneller geht, habe ich mir gedacht, okay, da gibt es ein Problem. Und dem Problem habe ich versucht, auf die Schliche zu kommen. Ja, und dazu gucken wir uns jetzt mal an, was da eingebaut ist genau. Und wir gucken uns dann auch mal dieses Dehnelement im Detail an und schauen mal, was bei rauskommt. Ich zeige das mal kurz hier mit dem Pin. Wir haben hier oben diese Scheibe, ja, die ist geschlitzt innen drin. Und die holen wir mal raus mit dem Magneten. Das Ganze sieht dann so aus. Und dann sehen wir hier schon dieses Messing-Element mit dem Pin in der Mitte. Den können wir da auch rausholen. So, das ist das Dehnstoffelement. Und wie wir hier sehen, ist der Pin oben bündig und guckt nicht raus. Und dann haben wir noch zum guten Schluss die Kollegin Feder, die dann leider den Abgang macht. Also das ist ja eine Katastrophe hier, das kann ich ja sagen. Zack, so. Suchen wir dann. So. Und dann haben wir hier innen drin, kann man jetzt schlecht sehen, hier ist im Prinzip der Ölkanal. Ne? Also hier kommt das Öl hoch, geht am Sensor vorbei, am Temperaturfühler vorbei, geht hier rein und hier ist ein Langloch drin, man sieht hier diese kleine Ausbuchtung, hier kommt ein Loch raus und so ein Steg nach unten und der obere Bereich wird im kalten Zustand von diesem Ölthermostat verdeckt, so kann das Öl am Thermostat vorbei nach unten in die Bohrung und fließt wieder zurück. Wenn das Dehnelement ausgefahren ist, geht das Dehnelement eben hier runter, öffnet diesen Ölkanal und das Öl kann oberhalb vom Dehnelement hier oben rauskommen und geht dann in die Leitung, also hier in die Vorlaufleitung zum Ölkühler. So, also wie gesagt, vorab schon mal, diese Scheibe, sollte man das erneuern, muss man nicht zwangsläufig erneuern. Da gibt es kein Problem zwischen der neuen und der alten. Ich kann die mal daneben legen. Das ist im Prinzip das Gleiche. Die hat genau die gleiche Stärke, den gleichen Durchmesser. Alles dasselbe. Die muss man nicht erneuern. Dann haben wir die Feder. Bei der Feder ist mir aufgefallen, im Vergleich zu der neuen Feder, dass die neue Feder ungefähr 1 mm länger ist. Über die Federrate hier, wie stark die noch federn kann ich natürlich nichts sagen. Aber ich nehme mal an, nach 20 Jahren wird auch das ein bisschen nachgelassen haben. Ob das ein Problem ist oder nicht, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Insofern habe ich eben diese Feder auch getauscht. So, dann haben wir das Dehnelement, das sogenannte Dehnstoffelement, das hier oben diesen Pin in der Mitte hat. Und man sieht es hier, dass das oben genau bündig ist. Und hier unten im Prinzip dieser Teil, auf dem die Feder drauf steht, der letztendlich dafür verantwortlich ist, der nimmt die Temperatur im Prinzip hier als erstes auf. Also von der Seite kommt dann hier diese Bohrung und bekommt also direkt den Ölstrom nach unten hin ab und erwärmt sich eben von unten nach oben hin. Wobei bei diesem Dehnstoffelement es entscheidend ist, dass sich der untere Bereich hier erwärmt. Und wenn er sich dann erwärmt, dann beginnt diese Funktion dieses Dehnstoffelementes. Ich habe also das Dehnstoffelement geöffnet und man sieht hier diesen Metallstift, der hier oben gerade ist bis zu einem gewissen Maß und dann
dick auseinanderläuft und spitz wird. Und der sitzt hier in einer Art Gummihülle, dichtet dann hier oben ab, ja, mit so das sind also zwei Teile, einmal dieses Teil und einmal die Kappe oben drüber, die dann hier später verschränkt wird. Und die beiden Flächen hier, diese getrennten Flächen, die werden hier abgedichtet. Und dieser Pin sitzt im Prinzip in dieser Gummitülle drin. Die Gummitülle hat hier oben auch so kleine Lamellendichtungen, wie eine Dichtung, das sind so kleine Lamellen, dass hier kein Öl reinläuft. Und ist aber hier umlaufend komplett zu. Ja. Ich kann euch mal den Abschnitt zeigen, ob wir das hinkriegen. So, ne? Das ist der Teil, den ich rausgeschnitten habe. Man sieht also hier oben diese Lamellen, wo eben der Pin drin sitzt sonst. Ne? So. Und diese Lasche ist dann im Prinzip hier das hier. Ne? So. Entscheidend für die Funktion ist allerdings nicht dieses Gummi, sondern das, was hier unten drin ist. Und bei den Stoffelementen gibt es unterschiedliche Arbeitsweisen. Es gibt mit Elastomeren, mit Federn oder mit Wachsen. Was genau das für ein Wachs ist, weiß ich nicht. Das, was man hier so bräunlich sieht, das sind die Reste von dem Wachs. Vielleicht auch noch mal hier sehen. Genau. Aber hier, ne, das ist flüssig gewesen und das ist eine Art Wachs. Also das verhält sich eigentlich, wenn man es erwärmt, wie Kerzenwachs ähnlich. So, und es ist also so, dass wenn sich dieses Wachs oder wenn man dieses Wachs erwärmt, wird es letztendlich flüssig und dehnt sich aus in diesem gesamten Teil außerhalb dieser schwarzen Tülle und drückt im Prinzip diese schwarze Tülle zusammen und damit den Pin nach außen. Ne? Der kommt dann oben raus. Und sorgt dafür, dass letztendlich gegen den Federdruck das Dehnelement nach unten gedrückt wird und gibt nach oben das Ganze auf. Also öffnet den oberen Weg. So, zum besseren Verständnis, das Ganze ist so eingebaut. Ich versuche das mal ohne Schatten hier. Das Ganze ist so eingebaut im Motor hochkant. Hier oben drauf sitzt diese Scheibe. Und wenn jetzt der Pin ausfährt, bleibt die Scheibe in einer Position. Die ist befestigt durch die Steigleitung. Und der Thermostat geht gegen den Federdruck nach unten durch den Pin und öffnet das Ganze. Und dann kann letztendlich zwischen der Ölleitung, die kommend ist, und der geöffneten Seite hier durch diese beiden Löcher in der Scheibe das Öl in den Vorlauf zum Ölkühler gelangen. Und ja, das ist die Funktionsweise. Und jetzt kommen wir noch zu dem Thema, warum das Ganze nicht funktioniert. Warum gibt es Fahrzeuge, die länger brauchen und Fahrzeuge, die weniger lang brauchen, bis sie warm werden, bis die Motortemperatur passend ist? Wo fange ich da an? Weil ich habe eigentlich noch gar kein so 100%iges Ergebnis dafür, warum das so ist. Weil die Erklärung, die ich mir hier herleite, wenn so ein Teil kaputt ist, wenn es überhaupt kaputt gehen kann, wenn es kaputt ist, eigentlich immer dafür sorgen würden, dass der Motor zu warm wird und nicht zu kalt ist oder nicht zu lange braucht, bis er warm ist. Es gibt Leute, die sagen, Dehnstoffelemente können nicht kaputt gehen, andere wiederum, die können sehr wohl kaputt gehen, aber es gibt auch unterschiedliche Bauweisen. Und ich hätte eine mögliche Erklärung, was das Problem sein könnte. Das ist aber nicht 100%ig, weil ich das einfach nicht rausgefunden habe und weil niemand da war, der das so 100% adäquat erklären konnte, wie sich das verhält. Ich habe in meinem Fahrzeug dieses Problem gehabt, dass es zu lange gedauert hat, bis der Motor warm war. Ich habe also ein neues Dehnstoffelement da eingebaut und habe eine neue Feder eingebaut. Und siehe da, nach dem Einbau, die erste Testfahrt, natürlich genau die gleiche Wegstrecke mit der gleichen Geschwindigkeit in der gleichen Zeit, war der Motor schon nach
4 bis 5 Kilometer etwa betriebswarm. Das heißt, ich habe also oben im Fahrerinformationsdisplay diese 5 Balken angezeigt bekommen. Perfekt. Das heißt, es gab also zwischen dem alten und dem neuen diese beiden Teile, die im Prinzip für diese Arbeit verantwortlich sind, einen Unterschied. Und daraus schließe ich, dass das Ding in irgendeiner Form defekt ist. So, jetzt kann man davon ausgehen oder könnte man glauben, dass dieser Wachs, der da drin ist, nach 20 Jahren vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren soll. Also dass er irgendwie verschleißt, dass es eine chemische Veränderung gibt, was auch immer. Oder dass das ganze Ding undicht wird, vielleicht so, nicht so, dass was rauskommt. Ja, keine Ahnung. Und das würde dann erklären, zum Beispiel, wenn das der Fall wäre, dann geht der Pin nicht mehr ganz nach draußen, also der Pin fährt nicht mehr aus. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn der Pin nicht ganz ausfährt, läuft auch kein Öl über den Ölkühler oder nur zu wenig. Die logische Schlussfolgerung daraus ist, der Motor wird eher zu warm. Ne? Zu schnell, zu warm oder je nachdem, weil das Öl, das Kühlöl im Kühlölkreislauf überhaupt nicht gekühlt wird, weil der Kühler überhaupt gar keine Arbeit hat. Man kann das im Übrigen auch testen, wenn man während der Fahrt nach dem Start beispielsweise diese Steigleitung, also den Vor- und den Rücklauf mal ohne Handschuhe anfasst, ob die überhaupt warm werden oder ob die nach 10 Kilometern immer noch kalt sind. Wären die nach 10 Kilometern noch kalt, beispielsweise, dann würde es bedeuten, dass dieses Dehnelement nicht aufgeht. Aus welchen Gründen auch immer. Die meisten Kommentare unter meinem Short zu diesem Thema waren so, dass die Fahrzeuge alle etwa so um die 5 Kilometer brauchen, bis sie warm sind. Also so wie jetzt dieses Fahrzeug braucht mit dem neuen. Andere wiederum haben geschrieben, nicht in den Kommentaren oder teilweise in den Kommentaren, aber dann eben per WhatsApp oder per E-Mail, dass die Fahrzeuge doch etwas länger brauchen. Also auch so 10, 11, 12, 13 Kilometer, bis sie Betriebstemperatur haben. Das bedeutet dann eben halt, wie gesagt, mehr Öl über den Kühlölkreislauf oder über den Kühler läuft. Das bedeutet letztendlich, dass dieses Teil offen steht. Ja, dass von Beginn an, vom Motorstarten an, Öl über den Thermostat in den Vorlauf zum Kühler läuft. Also tut mir leid, ich kann das mir nicht anders erklären. Das ist eigentlich die einzige Erklärung dafür. Ja. Das bedeutet letztendlich, der Pin, der hier oben rauskommt, der ist schon draußen. Oder dieser Wachs, der hier unten drin ist, der verändert sich nach einer gewissen Zeit oder bei irgendetwas derartig, dass er beispielsweise schon bei relativ niedrigen Temperaturen, also Öltemperaturen, den Pin ausfahren lässt. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Wenn ihr das genau wisst, schreibt das mal unten in die Kommentare. Das würde mich interessieren, weil wie gesagt, ich habe auch nicht die absolute Erklärung dafür. Ich vermute da gerade sehr viel, aber ob das stimmt, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ja, also wie gesagt, das bedeutet, dass der Pin draußen sein muss, damit das Öl schon von Anfang an abwandert in den Kühler und den Motor ständig runterkühlt und überhaupt gar keine passende Temperatur zustande bringt. Eine andere Erklärung dafür oder ein anderes Bauteil am Motor gibt es eigentlich nicht, weil das die einzige Möglichkeit ist, eben den Kühlölkreislauf zu vergrößern und zu kühlen. Ich habe allerdings auch noch nichts gefunden, wo jemand gesagt hat, ja, wie ich den ausgebaut habe, war dieser Pin komplett draußen. Und warum sollte der auch komplett draußen sein? Ich meine, der hat hier innen drin nichts, was ihn da an einer Stelle irgendwie festhalten würde. Man könnte vielleicht vermuten, dass hier oben ist ja dieses Messinggehäuse und der Pin hat ja eine ganze Strecke, wo er eben zylindrisch ist und dann geht er erst konisch auseinander. Dass wenn der zu weit nach oben gedrückt wird, das heißt vielleicht der Motor ist zu heiß geworden, aus welchen Gründen auch immer, dass der sich hier oben verkeilt in diesem Gehäuse. Möglich wäre das, ja, vielleicht, kann ich mir nicht vorstellen, weil ja immer noch
diese Feder dagegen drückt. Ja? Und die würde ja den eigentlich immer wieder in seine Ursprungsposition zurückdrücken. Also Leute, ihr seht, es gibt so Themen, da weiß man einfach nicht. Aber es kann ja sein, dass jemand es hundertprozentig genau weiß. Und der möge es bitte in die Kommentare schreiben. Fakt ist auf jeden Fall, wenn euer Motorrad länger braucht, bis es bei 20, 25 Grad auf Betriebstemperatur ist, dann liegt es an diesem DIN-Element und eventuell auch noch an dieser Feder. So war es bei mir und auch bei anderen Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Die haben nämlich genau die gleiche Arbeit gemacht und hatten genau denselben Effekt. Aber nun konnte keiner genau erklären, was hier das Problem sein könnte. Die Scheibe, wie ich schon gesagt habe, die braucht ihr nicht zu erneuern. Die ist egal, könnt ihr die alte nehmen. In dem Anschluss zu der Vorlaufleitung zum Kühler ist ein O-Ring drin. Naja, nach 20 Jahren kann man den auf jeden Fall mal erneuern. Liegt alles etwa bei, wenn man diese Sachen alle zusammen kauft, Feder, O-Ring, DIN-Element und die Scheibe, ungefähr zwischen 45 und 50 Euro. Das ist so der Preis, den man beim BMW-Händler bezahlt. Und alle anderen, die dieses Phänomen nicht haben, dass das Fahrzeug so lange braucht, bis es warm wird, naja, die können sich glücklich schätzen und sich vielleicht sowas schon mal auf Vorrat legen, weil die sind zwar noch lieferbar, aber da könnte es auch irgendwann einen Engpass geben. Das war es eigentlich schon mit dem Video. Ich werde das Ganze jetzt wieder einfach mal zusammenbauen. Erst die Feder, den Stoffelement, Scheibe, den Anschluss oben drauf, die beiden Schrauben festgezogen. Mit Gefühl, ein Drehmomentschlüssel ist da ein bisschen eng, das Ganze. Das war's. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann. Ciao, ciao.